Leute, so, ich mache jetzt ganz spontan ein 20. Woche Schwangerschaftsupdate. Ich habe nichts vorbereitet und noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich hoffe, das kommt spontan. Also ich bin jetzt in der 20. Woche. Die 20. Woche endet am Samstag. Ja, bisher geht es mir gut in der Schwangerschaft. Also so nach den ersten Wochen am Anfang, so 7., 8., 9., wo ich müde bin und das Ganze, das ist ja jetzt schon längst vorbei. Und danach geht es mir gut. Meinen Krampfadern geht es auch gut. Das ist eigentlich so das einzige Thema, was ich überhaupt habe in der Schwangerschaft, so die meiste Zeit, dass die Krampfadern nerven. Aber ich komme ohne Strümpfe aus. Und ich habe auch die nicht mehr so dicke auf der Innenseite. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine bessere Körperhaltung habe, weil meine Unterkieferhaltung besser ist durch diese Zahnspangenbehandlung, die jetzt fast fertig ist. Und ich glaube dadurch, also ich habe auch das Gefühl, dass so mein Kreuzbein weiter nach hinten schwingt und da irgendwie mehr Platz ist und ich nicht mehr so rumlaufe wie so ein Hund, der einen Schwanz einzieht. Also so hatte ich das Gefühl immer. Immer, ja. Und seit, weiß nicht, einem Jahr oder so ist es durch bessere Körperhaltung, durch bessere Kieferhaltung, ist es echt anders. Also es ist sehr spannend, das zu beobachten, wie das alles zusammenhängt. Also womit Krampfadern auch alles zusammenhängen können. Ne? Ja, also da bin ich positiv überrascht. Deswegen trage ich auch bis jetzt keine Strümpfe. Das drückt zwar manchmal hinten ein bisschen, aber es ist nicht mehr so, wieso, dass mir mein Bein, das Gefühl, mein Bein platzt oder so. Das war in den anderen Schwangerschaften schon. Ja, ich habe halt immer ab so 15. Woche, glaube ich, habe ich immer Stützstrümpfe dann getragen. Vor allem am linken Bein habe ich die ja. Ja, aber diesmal komme ich so klar bis jetzt. Und das freut mich, weil es ist halt Sommer und es ist zwar nicht wirklich heiß, aber es ist trotzdem warm. Und Strümpfe machen da keinen Spaß. Ja, ansonsten wächst der Bauch. Der Bauch wächst sogar ziemlich ordentlich. Ich habe jetzt schon, bin ich wieder bei Bauchumfang von 98 cm. Also ich knack schon wieder fast den Meter, dabei bin ich erst 20. Woche. Also ja, so sieht er aus gerade. Sieht vielleicht auch nicht so spektakulär aus, aber es ist ja auch erst 20. Woche. Ne? Aber vom Umfang her ist jetzt schon, ja, ist vielleicht auch der Speck. Ne? Also ich bin mit 5 Kilo mehr gestartet, aber dafür habe ich dann am Anfang nicht zugenommen. Also bis zur 15. Woche habe ich, glaube ich, gar nicht zugenommen. 1 Kilo zugenommen. Also ich bin jetzt wieder eigentlich so im normalen Gewichtsverlauf. Ja, aber das Zwillingsthema verfolgt mich weiter. Das ist ein bisschen anstrengend. Weil der Fundus ist nämlich auch schon wieder so weit oben. Also der ist schon wieder ein Finger über dem Nabel. Und wenn ich taste ich mal 1 und mal 2 und das ist wieder ziemlich viel Baby im Bauch. Und ich fühle mich auch schon so recht schnell erschöpft. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Alter. Ne? Vielleicht bin ich auch einfach, ich werde ja 40 dieses Jahr, also vielleicht ist es einfach das Alter und mein Körper und so. Ich kann mich auch erinnern, dass in anderen Schwangerschaften auch so um die 20. Woche ich so das so Gefühl von, also schneller von Luftnot und von ich muss mehr Luft holen habe. Aber ja, auch wenn ich mich im Bett rumdrehe, merke ich halt schon, dass der Bauch ziemlich sperrig ist und ich finde das irgendwie ganz schön früh. Also naja, also ich beobachte das mal. Und wenn ich in 4 Wochen immer noch denke, dass es 2 sein könnten, dann mache ich das halt wieder so wie beim letzten Mal. Dann lasse ich halt wieder einen Ultraschall machen zur Bestätigung. Jedenfalls ist das momentan mein Plan. Und dann weiß ich es ja. Ja, aber bis dahin, die Sorgen haben Mütter, die so die ganze Standardvorsorge mitmachen, nicht. Die wissen dann einfach Bescheid. Aber es ist auch spannend. Also es ist auch so Geheimnis. Vielleicht auch nicht. Und man hat immer noch so die Option zu denken, ach, ist nur 1. Manchmal fühlt es sich an wie nur 1. Und denke ich mir, ach, ist nur 1. Und dann fühle ich irgendwie wieder. Und dann fühlt es sich doch wieder an wie 2. Und dann denke ich mir, ach. Ja, also so in 2/3 der Fälle fühlt es sich an wie 2 und in 1/3 der Fälle wie 1. Das ist schon irgendwie verdächtig. Aber eine Freundin von mir hat auch mal gedacht, sie kriegt 2. Und da habe ich bei ihr auch gefühlt. Und das fühlte sich echt an wie 2. Also so viel Babymasse. Und am Schluss hatte sie doch nur 1. Also es besteht noch Hoffnung. Sie hatte halt eine Vorderwandplazenta, die ziemlich groß war. Keine Ahnung. Aber ich habe mal gelauscht und es hört sich eigentlich nicht an wie eine Vorderwandplazenta. Also ich habe nichts gehört. Man hört das ja so ein bisschen rauschen, Vorderwandplazenta. Ja, also es bleibt spannend.
Diese Schwangerschaft mache ich also auch wieder so wie meine allen letzten Schwangerschaften, dass ich nicht zum Arzt gehe, solange alles ganz normal läuft und ich nicht das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Weil meiner Meinung nach der Arzt dafür da ist, wenn irgendwas nicht stimmt für Kranke und so. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Ne? Mein Mann sagt auch, es soll 1 sein, ne? Weil wir haben nur noch einen Sitz im Auto frei. Aber man kann es halt nicht aussuchen. Ne? Ja, und da schauen wir mal. Habe ich, glaube ich, dann auch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Die Hühner treiben sich wieder in mein Beet noch. Ah, diese Hühner. Die halten halt auf Trab. Ja, nee, ansonsten gibt es halt nicht so viel zu erzählen. Ne? Andere Mütter erzählen dann immer von ihren Ultraschallterminen und was wieder der Arzt gesagt hat und so. Also mit sowas kann ich nicht aufwarten. Ne? Ist alles ziemlich unspektakulär, wenn man das so in Eigenregie macht. Aber es ist auch sehr schön, friedlich und ruhig, ohne irgendwelche Angst und irgendwelches, was sagt der Arzt? Das hat mich hier ganz schön gestresst in der ersten Schwangerschaft. Und deswegen mache ich das lieber so in Ruhe und Frieden. Ja, ich gucke, dass ich in 4 Wochen wieder ein Update mache und irgendwann wird es ja auch klar sein, ob es 1 sind oder 2, nicht wahr? Bis denn. Tschüss.